Moin aus dem Jetpack hier. Ich habe einfach gedacht, warum muss man immer unendlich Platten hinten drauf stapeln mit dem Analplug, wenn man das Ganze auch einbeinig machen könnte. Dann muss man den armen David 300 Leg Curl auch nicht so misshandeln, weil der quietscht schon immer ordentlich und ich muss nicht so viele Platten drauf machen. Ich muss auch sagen, ich habe hier schon ein, zwei Leute gesehen, die das vor mir gemacht haben. Natürlich lasse ich erstmal die Versuchskaninchen machen, bevor ich selber rangehe. Struktur vom Beintraining ist eigentlich ähnlich wie immer, außer die Sätze, die sind stark reduziert. Gar nicht so für Beinbeuger, aber für Quadrizeps. Hintergrund ist der, die Beine wachsen wie Stroh. Also es ist wirklich, mittlerweile ist es schon verrückt. Wir haben auch gemerkt, die sind allein schon vom Cardio gewachsen. Deswegen, manchmal wünschte ich mir, die Arme oder so würden einfach so wachsen. Das ist ja unfassbar. Wir sind auch, by the way, in der Woche 34 oder 35 mit dem Waden-Skip-Game. Also 35 Wochen keine Waden trainiert. Kann man mal machen. Umfänge sind trotzdem gestiegen. Beintraining ist einer der einzigsten Tage in der Woche, wo ich morgens aufwache und schon so ein richtiges Fuck-Gefühl habe. Also wenn man so ein Armtraining macht oder so Schultertraining, ist es auch krass und man kann auch sich gut verausgaben, aber so Beine und Rücken, wisst ihr selber, das ist nochmal immer die andere Challenge. Deswegen, ja, Beine, geile Sache. Ich würde niemals in meinem Leben aufhören, Beine zu trainieren. Einfach weil es ein Kampf gegen dich selbst ist. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da entscheidet sich, ob du Mann oder Memme bist. Und deswegen, ja man, heute einen guten Leg Day. Euch auch immer genug Pause zwischen den Einzelsätzen, zwischen den Seiten. Das ist ein Ding, was ich oft falsch gemacht habe. Dann rusht man da direkt zu anderen und dann hast du keine Luft mehr. Aber der ultra rein betoniert, hätte ich jetzt nicht gedacht, Mann. Haben Sie gerade weniger Gewicht gesteckt? Ich habe weniger Gewicht gesteckt. Das habe ich gern gemacht. Mein Beinbeuger, der auf der Bühne runterhängen wird, wie bei so einer Mastsau der Bauch, der wird es mir danken. Und dann werden die Kampfrichter nur sagen, wow, what the fuck? Und werden nicht fragen, yo, wie viel hast du am sitzenden Beinbeuger im Bunker gemacht? Gewicht ist geil, aber Gewicht ist auch geil. Nee, ich muss sagen, ich war ein paar Mal drüben im Fitix und habe Cardio gemacht zum Beispiel, weil da ein Stairmaster ist. Und Markus, was ich da gesehen habe, so unfassbar. Also da muss man... Viele haben es halt wirklich nicht verstanden, dass schwer und falsch ein Witz ist. Da habe ich Sachen gesehen, Junge. Ach, das ist ein Witz? Da hätte man ein Highlight-Video auch noch aufnehmen können. Lass uns doch mal ins Fitix gehen. Ja, das wäre mal, schreibt's mal rein, ob wir mal... Aber nach der Prep vielleicht nicht. Deswegen sage ich immer, wenn du richtig Fettgewicht bewegen kannst und das kontrolliert, dann bist du ein Motherfucker. Weil dieses... Ja... Egal, lass mal's. Überlegt vor dem Satz, ob ich noch einen danach mache. Nee. Ich mache auch immer nur eine Übung. Heute ist ja der Quad Day, sag ich mal. Also der Quadrizeps, vorderes Bein, lastige Tag. Und dann mache ich
immer gern eine Übung Beinbeuger vor den Quadrizepsübungen, weil dann habt ihr einfach weniger Spannung auf dem Knie. Weniger Spannung ist direkt weniger Verletzungsrisiko, und wenn das Knie dann gut aufgewärmt wird, habt ihr auch eine geile Bewegung da. Also gehen wir rüber. Abfahrt. Also nächste Übung, erste Quadrizepsübung. Frontkniebeugen. Die Königin der Kniebeuge. Also muss ich sagen, wer die beherrscht und da sich progressiv nach oben trainiert, das ist unausweichlich, da keine dicken Beine zu kriegen. Weil dadurch, dass die Stange vorne liegt, habt ihr einfach vermehrt Spannung auf dem Quad. Also extrem vorderes Bein lastig die ganze Geschichte. Ich muss sagen, das ist auch ein richtiger Game Changer. Der gute Game Changer. Der Game Changer, in langer Hose Beine zu trainieren. Das habe ich nie gemacht und noch nie verstanden, bis ich es dann selber ausprobiert habe. Ja, aber warum denn? Ich habe keine Ahnung, Junge. Vielleicht ist es irgendwas Psychologisches. Ich habe ein viel besseres Gefühl darin. Also vielleicht, weil das ganze Bein dann extrem warm ist und das alles sich einfach gut anfühlt. Eigentlich jemand gesucht, der mich spottet, aber ich glaube tatsächlich ist keiner da, der mich gut genug spottet. Deswegen kleine Weisheit fürs Leben: Ihr steht immer alleine da, also weint euch selbst nicht hinterher, sondern reißt euch am Riemen und gebt alles, was ihr könnt. Fertig, so machen wir das jetzt. Der rein betoniert. Boah. Das ist ja genau das. Das sind die fucking Sätze. Auch wenn es beim Olympia nicht gelaufen soll und man letzter wird. Mit solchen Sätzen weißt du einfach, du hast verdammt nochmal alles gegeben. Und darum dreht sich's. Und vor allem das Schöne ist, wenn du es gemacht hast, ruhst du dich kurz aus und dann darfst du die Scheiße nochmal machen. Und das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und der Sport gibt dir nur genauso viel, wie du da auch rein investierst. Das ist der absolut fairste Sport. Ich finde, viele sagen immer, der ist so unfair und jetzt war ich 2 Wochen nicht. Das ist nicht unfair, das ist einfach ehrlich. Das ist reale Ehrlichkeit. Naja, ein bisschen leichter. Hä? Ich als Laie würde auch sagen, wenn du so vielleicht mal alle 2 Monate so einen Satz machst, dann wächst es halt trotzdem wahrscheinlich. Ja,
das ist halt, das ist so genau dieser Gedankenansatz von diesem Low-Volume-Training. Ich meine, ihr geht ja immer anders in den Satz rein, wenn ihr wisst, hey, ich habe davon nur einen und nicht 10 Chancen. Wenn du 10 Chancen hast, ist wie mit allem, wie mit den Tests in der Schule oder im Studium. Keine Ahnung, kann ich ja nicht wissen, aber im Studium hast du, glaube ich, auch manchmal nur drei Chancen für eine so Prüfung. Wenn du dich verkackst, bist du komplett raus. Und deswegen, dich verkackst du dann meistens nicht. Soll ich mithelfen? Jetzt haben wir 160, aber ja, hier will ich einfach noch mehr meine Beine spüren, noch besser aus den Beinen rausarbeiten. Da nochmal einen guten Satz machen, weil heute haben wir ja nur 5 Chancen. Und dann gibt es die nächste wieder in 4 Wochen? 10 Tagen. Na gut. Beine alle 10 Tage, also komplett. Hamstring habe ich ja 2-mal in 10 Tagen. Die aufmerksamen Zuschauer hätten sich jetzt auch in den letzten Videos bestimmt meinen Split rausschreiben können, weil ich den ja nicht so öffentlich sag, weil ich nicht will, dass man den nachmacht, weil der doch ziemlich individuell ist. Aber die Füchse, wir können ja mal ein Gewinnspiel machen, Alter. Wir können ja mal, wer unten in den Comments richtig errät, wie mein 10-Tage-Split ist in der Reihenfolge, ohne Rest Days, jetzt mal einfach die Reihenfolge der Tage. Wie viel machen wir? 50 oder 100? Wie viel machen wir jetzt? Für denjenigen, der es richtig errät, würde ich schon sagen, ein Huni hat er sich dann schon verdient. Ja gut, aber ich meine, ich muss ja auch der Erste sein. Werden ja vielleicht ein paar mehr erraten. Nee, 10 Tage ist schon tricky. Echt, ja? Ja. Das ist nicht öffentlich einsehbar. Nee. Das heißt, aber man könnte es, wenn man ein treuer Zuschauer ist, auch meine Stories guckt und vielleicht die Tage. Ich meine, dann ist das Risiko, falsch zu liegen, auf jeden Fall geringer. Aber wir machen 100 € an den ersten Comment, der richtig ist, den ich sehe. Also vielleicht werden es 3 oder 4 sein, aber dann heißt es halt Pech gehabt. Den ersten, den ich sehe. Man muss ja auch die treuen Zuschauer mal dafür belohnen. Nicht nur Alice mit Staubsaugern, sondern auch die Ehrenmänner und Frauen natürlich, die fleißig die Videos watchen. Kriegt man schon was hin. Und ich lege vielleicht noch ein Shirt aus der neuen Kollektion von Miracle Wear oben drauf. Aber da muss schon alles stimmen in dem Split. Schuh! Yep. Der meiner Favorite Beinpresse oder Hip Press ist der Spezialbegriff dafür. Einfach übertrieben stabil das Teil. Den Sitz hier möglichst weit vormachen. Dann muss man sich da echt so in die Maschine hier. Guck mal, so komme ich da nicht rein. Ich muss mich da richtig reindrücken. Und wenn der Arsch unten ist, geht es hier hoch. Also sozusagen mehr Knieflexion geht nicht. Dementsprechend auch mehr Quadrizepsbelastung geht nicht. Und da gehe ich gern etwas höher mit den Wiederholungen. Also so über 10. Und dann brennt die Scheiße komplett die Legs weg.
mache auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf. Den ersten will ich schon noch ein bisschen schwerer machen. Und dann ja, scheppern wir einen aus. Wichtig, meine Fersen stehen hier unten raus. Und je mehr ich das nach hier mache und so ein bisschen zusammen und unten geht es übel auf den Quad, sollte ich die Füße jetzt eher hier positionieren. Haben wir auch mehr Beuger noch drin, was ich versuche zu treffen. Sorry. Ist den Quad natürlich und den Adduktor, das innere Bein. Und deswegen versuche ich einen relativ breiten Stand, unten den Fersen ein bisschen raus und so treffe ich das bellissimo. Wenn du es dir aussuchen könntest, einfach so fürs Feeling, findest du das geil, so niedriges Volumen bei Quads, oder findest du auch Hochvolumen geil? Auch Hochvolumen ist geil. Ja? Also normal würde ich ja jetzt so weitermachen. Ich habe ja vorher nicht weniger intensiv trainiert zum Beispiel. Aber ja, ich versuche lieber das Volumen in andere Muskelpartien zu stecken, die ich mehr verbessern will. Die Beine sollen sich schon auch verbessern in der Muskelqualität, aber nicht unbedingt im Umfang. Also die sind schon ganz weit vorn mit dabei, wie manche sagen würden. Und deshalb versuche ich noch ein bisschen mehr Beuger zu kriegen, Quad aber so zu lassen. Nicht zu lassen, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und ja, dann eher an anderen Tagen dafür Rücken knüppel ich 2x15 Sätze weg so die Woche. Und das frisst schon viel von der Regeneration. Deshalb, ja, für einen Tod muss man sterben. Wenn man jetzt Ganzkörperbaustelle hat, was man die ersten 5 bis 6 Trainingsjahre, also was alle haben, da gibt es keine Schwachstellen hier und da. Verlagert euer Volumen gleich, scheppert ja, überall richtig rein und fangt bloß nicht an, so eine Scheiße zu machen wie ich mit nur 5 Sätze Quads oder so, sondern schaut da mal meine Videos aus der, keine Ahnung, ersten Vorbereitung oder so. Da mache ich auch noch schön 15 Sätze Quads, aber ja, jetzt muss ich alles so genau machen wie möglich. Und dann werden wir auch besser. Einen schönen Satz zerschmettern wir hier. Die mache ich auch unilateral, also einbeinig. Einfach, weil es oft der Fall ist, gerade bei den Beinen, dass man durch einen Beckenschiefstand, also dadurch, dass ein Bein von euch länger oder kürzer ist, man mit dem einen mehr drückt. Und gerade bei so einer isolierten Übung hier wie jetzt hier Beinstrecker oder da Beinbeuger im Sitzen, wie wir am Anfang gemacht haben, kannst du einfach die eine Seite doch mehr Beachtung schenken und da konzentriert arbeiten. Deswegen hier einen schönen Triple Drop Set, oder? Zweimal droppen und dann, glaube ich, sind die Quads hinüber. Beinstrecker Dropsets sind mit das Asozialste, was es gibt, finde ich. Obwohl die Übung nicht so aufs Nervensystem geht wie jetzt Kniebeuge. Das Beinstrecker immer so richtig eklig. Das sind die Jungs, die fleißig die Videos gucken. Der ist auch hier und macht schon seit Wochen seine Improvements. Also der verbessert sich.
hier Glute Races. Jungs, braucht ihr noch einen Vertrag? Ich bin euer Mann. Der Polakos Schweiß, der Schweiß des Olymps. Mit Schweiß besiegelt, Junge. Hier die Mitgliedschaft. Fertig. Die Limited Edition Mystery White von ESN ist am Start. Hier in der 390 Gramm Dose. Finde ich immer fresh, weil man einfach direkt das ganze Ding mit ins Training nehmen kann. Wo ich es auch extrem feiere, ist, wenn man verreist und da wir uns nächste Woche schon auf dem Weg nach Wien befinden. Das haben wir es geleakt. Zum Boss, zum Coach. Das heißt, üble Trainingseinheiten, Formchecks, Full Day of Eatings und eine Menge mehr, die da aus Wien Edition kommen werden. Stefan in seinem neuen Headquarter besuchen. Also bin ich gespannt. Eignet sich natürlich diese 390 Gramm Dose optimal. Und wenn man jetzt nicht den Scoop komplett da drin vergräbt, kann man den hier auch rausholen und dann davon schön die Two-Scoop-Regel sich hier ins System scoopen. Wisst ihr Bescheid? Whey-Isolat vor und nach dem Training. Das, was ich meinem Körper zuführe. Schnell verdauliches Protein. Kein Schnickschnack, gutes Aminosäurenprofil und fertig im eisgekühlten Miracle Shaker. Wenn ihr das Ganze erwerben wollt, hier immer esn.com abchecken auf die Aktion und auch sonst Rabatt sparen mit Code Polako. An der Stelle würde ich sagen, wir sind durch für heute. Ich hoffe, der Einblick ins 5-Set-Quad-Training hat euch gefallen. Wir sind raus für heute und sehen uns nächstes Mal. Bis dahin und Grüezi, oder wie sagt man in Wien? Pirti, Papa, bis nach Wien. Adios. Brauchst du noch ein bisschen Kohle hier? Hier, mach Markus. Ist das tschechisch oder? Für den heutigen Dreh, ein Huni. Danke. Komm. Ja, das sind indische Rupie oder so. War halt Bank of India. Mhm. Wie viel ist das wert? Ich würde mal vermuten, nicht viel. Perfekt. Dann haben wir das Gehalt für heute, für das Video auch geklärt hier, Markus. Kaufte was Schönes in Indien und Behalte ich für unseren Indien-Trip. perfekt. Warst du schon mal in Indien? Ich war noch nie in Indien, aber Dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen da haben Reisegeld. wir 150 Rupien, um nach Indien zu kommen. Also